deutschen Prinzen. Vor langer Zeit, in einem malerischen Schloss tief in den Wäldern Deutschlands, lebte Prinz Friedrich von Württemberg. Er war ein stattlicher und ehrenhafter Mann, der sein Land mit Hingabe regierte. Doch in seinem Herzen trug er ein Geheimnis, das ihn schon lange quälte. Amelia war eine faszinierende Frau, die mit ihrer Intelligenz, ihrem Humor und ihrer Schönheit die Aufmerksamkeit des Prinzen erregte. Doch sie war weit weg von zu Hause und hatte keine Ahnung, dass der Prinz sich in sie verliebt hatte. Die Tage vergingen, und Prinz Friedrich konnte Amelia nicht vergessen. Er fand immer wieder Ausreden, um in ihrer Nähe zu sein, sei es bei königlichen Empfängen oder in den Gärten. Die arme Laila und die fröhliche Elise wurden zu stillen Beobachtern der sich langsam entwickelnden Liebe zwischen dem Prinzen und Amelia. Sie sahen, wie seine Augen aufhellten, wenn er mit ihr sprach, und wie ihr Lachen seine düsteren Gedanken vertrieb. Laila, die mit ihrer scharfen Beobachtungsgabe gesegnet war, konnte die Gefühle des Prinzen erkennen, ebenso wie Elise, die mit ihrer herzlichen Art immer wieder versuchte, die beiden zu ermutigen. Eines Abends, während eines königlichen Balls, fasste Prinz Friedrich endlich den Mut, Amelia seine Gefühle zu gestehen. Er führte sie in den Schlossgarten, wo Hunderte von Kerzen den Weg beleuchteten. Unter dem funkelnden Sternenhimmel gestand er ihr seine Liebe und erklärte, wie er sich seit dem ersten Moment, als er sie sah, zu ihr hingezogen fühlte. Amelia war erstaunt und gerührt von seinen Worten. Sie gestand ihm, dass sie ebenfalls Gefühle für ihn hatte, aber ihre Unsicherheit darüber, wie eine solche Beziehung zwischen einem Prinzen und einer einfachen Amerikanerin funktionieren könnte, plagte sie. Doch der Prinz war entschlossen, alle Hindernisse zu überwinden. Laila und Elise, die die emotionale Unterhaltung heimlich beobachtet hatten, traten aus dem Schatten hervor und gaben Amelia den Mut, ihren Gefühlen zu folgen. Die arabisch-französische Allianz war nun fest entschlossen, dem deutschen Prinzen und der amerikanischen Schönheit zu helfen, ihre Liebe zu leben. Gemeinsam planten sie, wie sie die königlichen Konventionen überwinden könnten. Laila brachte ihre kluge Diplomatie ins Spiel, während Elise mit ihren kulinarischen Künsten die königliche Familie beeindruckte. Die arabische Dienerin und die französische Köchin wurden schnell unverzichtbare Mitglieder des Schlosses, und ihre Unterstützung half, die Akzeptanz von Amelias und Friedrichs Beziehung zu fördern. Trotz der anfänglichen Bedenken und Herausforderungen gelang es dem Prinzen und Amelia, ihre Liebe zu bewahren. Mit der Zeit erkannte auch die königliche Familie die außergewöhnliche Verbindung zwischen den beiden und unterstützte sie schließlich. Prinz Friedrich und Amelia heirateten in einer prachtvollen Zeremonie, die Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern zusammenbrachte. Die arabische Dienerin Laila und die französische Köchin Elise wurden zu engen Freunden des Paares und blieben im Schloss, wo ihre Vielfalt und ihr Charisma die Atmosphäre bereicherten. Die Liebe zwischen dem deutschen Prinzen, der Amerikanerin, der arabischen Dienerin und der französischen Köchin wurde zu einer Legende, die über die Grenzen des Schlosses hinausreichte und Generationen inspirierte, für ihre Träume zu kämpfen und die Liebe über alle Hindernisse hinweg zu feiern. Die Jahre vergingen, und das Leben im Schloss blühte auf. Prinz Friedrich und Amelia wurden zu einer mächtigen, aber gleichzeitig bescheidenen königlichen Familie, die sich stets für das Wohl ihres Volkes einsetzte. Sie regierten mit Mitgefühl und Weisheit, und ihr Schloss wurde zu einem Ort des Wandels und der Offenheit für unterschiedliche Kulturen. Laila,
Die arabische Dienerin wurde zur Vertrauten der königlichen Familie und half dabei, diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und arabischen Ländern zu stärken. Ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse und Anliegen verschiedener Kulturen zu verstehen, machte sie zu einer unschätzbaren Beraterin des Prinzen und seiner Frau. Elise, die französische Köchin, verwandelte die königliche Küche in eine kulinarische Oase. Sie führte die deutsche Küche mit ihren französischen Kochtechniken zusammen und kreierte Gerichte, die nicht nur den Gaumen erfreuten, sondern auch kulturelle Brücken schlugen. Das Schloss wurde zum Treffpunkt für Gourmets aus aller Welt. Die Liebe zwischen Prinz Friedrich und Amelia blieb stark und lebendig. Sie hatten Kinder, die in einer Umgebung aufwuchsen, die geprägt war von Vielfalt und Toleranz. Die königliche Familie unternahm Reisen in die USA, den Nahen Osten und Frankreich, um ihre Freundschaften und Beziehungen zu stärken. Dabei dienten Laila und Elise als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Kulturen. Im Laufe der Zeit inspirierte die Geschichte dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte und der Zusammenhalt der 4 Freunde viele Menschen. In Deutschland und darüber hinaus wurden sie zu Symbolen für die Kraft der Liebe und des Verständnisses in einer Welt, die oft von Vorurteilen und Unterschieden gespalten ist. Am Ende ihrer Tage wurden Prinz Friedrich und Amelia von ihrem Volk und von Menschen aus aller Welt geehrt. Ihr Vermächtnis lebte weiter, nicht nur im Schloss, sondern in den Herzen und Gedanken derer, die an die Macht der Liebe und des Zusammenhalts glaubten. Die Geschichte von Prinz Friedrich, der Amerikanerin Amelia, der arabischen Dienerin Laila und der französischen Köchin Elise wurde zur Legende, die Generationen überdauerte und daran erinnerte, dass Liebe, Freundschaft und Respekt keine Grenzen kennen und die Welt zu einem besseren Ort machen können. Und so endet die Geschichte eines deutschen Prinzen, der die Liebe fand und gemeinsam mit seinen Freunden die Welt veränderte, indem er die Barrieren der Kultur und des Standes überwand. Nach vielen glücklichen Jahren im Schloss, als die Kinder von Prinz Friedrich und Amelia heranwuchsen, kam eine Zeit des Wandels. Die Kinder wurden zu engagierten Botschaftern der kulturellen Vielfalt und Toleranz, die ihre Eltern verkörperten. Sie reisten in die entlegensten Ecken der Welt, um die Botschaft ihrer Familie zu verbreiten und Brücken zwischen den Menschen zu bauen. Eines Tages beschloss Prinz Friedrich, ein internationales Zentrum für kulturellen Austausch und Verständigung in seinem Schloss zu gründen. Das Schloss wurde zu einem Ort des interkulturellen Dialogs, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkamen, um ihre Traditionen und Ideen zu teilen. Laila und Elise, die immer treu an der Seite der königlichen Familie geblieben waren, spielten eine zentrale Rolle bei der Organisation dieses Zentrums. Das Schloss wurde zu einem lebendigen Ort des Lernens, der Kunst und der Kultur. Es gab Workshops, Vorlesungen und kulturelle Veranstaltungen aus allen Teilen der Welt. Die Gärten blühten in den Farben verschiedener Nationen, und die Küche war ein kulinarisches Mekka, das Menschen aus allen Kulturen anzog. Die Geschichte von Prinz Friedrich und Amelia wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts. Menschen aus aller Welt kamen in Scharen, um die Orte zu besuchen, die in dieser außergewöhnlichen Liebesgeschichte eine Rolle gespielt hatten. Das Schloss wurde zu einem Wallfahrtsort für Liebende, die sich von den Hürden des Lebens nicht entmutigen lassen wollten. In den letzten Jahren ihres Lebens verbrachten Prinz Friedrich und Amelia viel Zeit in ihrem Schloss, umgeben von ihren Kindern, Enkeln und einer großen Gemeinschaft von Menschen, die sie inspiriert hatten. Ihr Vermächtnis war ein Erbe der Liebe,
des Verständnisses und der Einheit. Als Prinz Friedrich und Amelia schließlich verstarben, wurden sie Seite an Seite in den königlichen Gärten begraben, in denen ihre Liebe einst erblühte. Das Schloss blieb ein Ort des Friedens und der Verständigung, ein Ort, an dem die Botschaft der Liebe und des Respekts für immer weiterlebte. Die Geschichte von Prinz Friedrich, Amelia, Laila und Elise wurde zur Legende, die in der Geschichte Deutschlands und der Welt verankert war. Sie erinnerte daran, dass die Liebe über Grenzen hinweggehen und die Welt verändern kann, wenn Menschen den Mut haben, Unterschiede zu überwinden und zusammenzuarbeiten. Ihr Erbe lebte in den Herzen der Menschen fort und inspirierte Generationen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mit dem Internationalen Zentrum für kulturellen Austausch und Verständigung in ihrem Schloss lebte die Botschaft von Prinz Friedrich und Amelia weiter. Das Zentrum zog Wissenschaftler, Künstler, Diplomaten und Menschen aus allen Lebensbereichen an. Es wurde zu einem Ort des Fortschritts und der Verständigung, an dem innovative Ideen und Lösungen für globale Herausforderungen geschaffen wurden. Die Kinder von Prinz Friedrich und Amelia übernahmen die Verantwortung für das Erbe ihrer Eltern und führten ihre Arbeit fort. Sie vertieften die Beziehungen zu Ländern auf der ganzen Welt und setzten sich für Frieden, Toleranz und kulturellen Austausch ein. Laila und Elise wurden als wahre Helden gefeiert. Laila hatte durch ihre diplomatischen Fähigkeiten und ihre kulturelle Sensibilität dazu beigetragen, Konflikte zu lösen und Frieden zu schaffen. Elise hatte die kulinarische Welt revolutioniert, indem sie die Grenzen der Kochkunst erweiterte und kulturelle Unterschiede durch Essen überbrückte. Beide erhielten Auszeichnungen und Anerkennung für ihr Lebenswerk. Das Schloss selbst wurde zu einem Wahrzeichen der Toleranz und des Friedens. Menschen aus aller Welt besuchten es, um an Seminaren teilzunehmen, Kunstausstellungen zu sehen und die Schönheit der Gärten zu genießen. Es war ein Ort, an dem Menschen zusammenkamen, um für eine bessere Welt zu arbeiten. Die Geschichte von Prinz Friedrich, Amelia, Laila und Elise wurde in Büchern, Filmen und Theaterstücken verewigt. Sie war nicht nur eine romantische Saga, sondern auch eine inspirierende Erzählung darüber, wie Liebe, Freundschaft und Verständnis die Welt verändern können. Die Welt verlor nie den Glauben an die Möglichkeit, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und Hintergründe zusammenkommen können, um gemeinsam Großartiges zu erreichen. Und so lebte die Geschichte der 4 Freunde in den Herzen der Menschen fort, die daran glaubten, dass Liebe und Zusammenhalt die Welt zu einem besseren Ort machen können. Selbst nachdem Prinz Friedrich und Amelia verstorben waren, ging die Geschichte ihrer Liebe und ihres Vermächtnisses weiter. Ihre Enkelkinder trugen die Botschaft ihrer Großeltern in die moderne Welt hinaus. Sie gründeten Stiftungen, die sich für Bildung, Toleranz und humanitäre Hilfe einsetzten. Diese Stiftungen unterstützten Projekte auf der ganzen Welt, von Schulen in entlegenen Gebieten bis hin zu humanitären Missionen in Krisengebieten. Das Internationale Zentrum für kulturellen Austausch und Verständigung im Schloss florierte weiterhin. Es wurde zu einem wichtigen Ort für den Dialog über die drängendsten globalen Herausforderungen, von Umweltschutz bis hin zu sozialer Gerechtigkeit. Politiker, Gelehrte und Künstler aus allen Teilen der Welt trafen sich dort, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Laila und Elise lebten ihre letzten Jahre in Wohlstand und Frieden. Ihre Lebensgeschichten wurden zu Büchern und Filmen, die die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt berührten.
Sie widmeten sich in ihren späten Jahren der Förderung von Bildung und kulturellem Austausch zwischen jungen Menschen, um die Botschaft von Toleranz und Verständigung fortzuführen. Das Schloss, in dem alles begonnen hatte, wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Einheit. Es war nicht nur ein Ort für hochkarätige Veranstaltungen, sondern auch ein Zufluchtsort für Menschen, die auf der Suche nach Inspiration und Erneuerung waren. Die Gärten blühten weiterhin in den Farben der Welt, und die Küche des Schlosses blieb ein Ort des kulinarischen Wohlstands und der kulturellen Verbindung. Die Geschichte von Prinz Friedrich, Amelia, Laila und Elise wurde zu einer lebenden Legende, die Menschen dazu inspirierte, über Grenzen hinweg Freundschaften zu schließen und für eine bessere Welt zu arbeiten. Sie erinnerte daran, dass die Liebe und das Verständnis zwischen den Menschen die stärksten Kräfte sind, um Frieden und Harmonie in einer vielfältigen Welt zu schaffen. Und so lebte die Geschichte weiter, von einer Generation zur nächsten, als Erinnerung daran, dass die wahre Größe einer Gesellschaft in ihrer Fähigkeit liegt, Unterschiede zu schätzen und gemeinsam für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Die Geschichte von Prinz Friedrich, Amelia, Laila und Elise wird für immer als eine der größten Geschichten der Liebe und des Miteinanders in die Annalen der Geschichte eingehen.